Das hier, das ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 12 2025. Übrigens die 400. Ausgabe der PC Games. Herzlichen Glückwunsch! Und das hier ist meine 27. PC Games, die ich jemals gekauft habe. Die Ausgabe 12 1995. 30 Jahre dazwischen, da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Also die ist ja wieder mal unfassbar dick. Was für ein Wäscher. Ich hab's schon ein paar Mal gesagt. Mitte der 90er war die PC-Spiele-Goldgräber-Stimmungszeit schlechthin. Da war einfach unfassbar viel auf dem Markt los und um Weihnachten rum sowieso. Auf dem Cover natürlich dick zu sehen Destruction Derby. Da ist ein Vorschaubericht drin. Mehr gibt's leider von diesem Spiel nicht, aber eine ganze Menge andere Spiele sind drin, von denen hier gar nichts steht. Wow, da gucken wir gleich noch rein. Auf der Cover-CD-ROM FIFA Soccer 96 Stonekeep. Die Demo habe ich ja gespielt bis zum Umfallen. Stonekeep immer wieder das Intro angeschaut. Dann Timegate, Destruction Derby natürlich und Capitalism. Also da ist wirklich eine Menge geboten, im Heft ganz besonders. Wir schauen mal zusammen rein. Und immer wieder ist es herrlich, wenn man die Anzeigen sieht. Hier schaut mal, Doppelseite Anzeige von Virgin Interactive Entertainment. Erstens für Bleifuß. Ja, Fußjucken holt man sich nicht nur in öffentlichen Badeanstalten. Sensationelles Marketing, das muss man sagen. Aber es war eben nicht nur diese Doppelseite, sondern hier neben dem Vorwort gleich nochmal eine Seite zu Willy Lemkes Fußballmatch. Das ist ja mal, kenne ich gar nicht. Weiß ich nicht. Und nochmal eine Doppelseite hier zu Command & Conquer. Das kenne ich natürlich wahnsinnig gut. Das habe ich extrem viel gespielt. Also hier richtig Geld in Anzeigen investiert. Das findet man in der heutigen PC-Games gar nicht mehr. Printanzeigen scheinbar tot. Da auf dem Markt so wahnsinnig viel los ist, ist natürlich auch der Up-to-Date-Bereich extrem voll. Ich kann gar nicht alles schauen und zeigen und vorlesen. Aber hier ist mir eine News aufgefallen. Hier rechts oben, links oben, sorry, links oben Urban Decay, der Nachfolger sozusagen von Ecstatica. Und dieses Spiel ist mir deshalb in Erinnerung geblieben, weil es niemals kam. Es gab Entwicklungen, es gab Produktvorschauen. Ich habe mal irgendwas davon gesehen. Also sie haben gezeigt, wie sie die Engine entwickelt haben und was sie alles vorhaben. Und dann verlief es letztlich im Sand. Es gab noch Ecstatica 2 und Urban Decay kam nie. Dann haben wir einen ziemlich umfangreichen Teil mit Besuchen bei Herstellern. Hier geht's los mit Interplay, natürlich mit Screenshots zu Descent 2. Das war auf jeden Fall das, worauf wir alle gewartet haben damals. Descent nur noch mal schöner, größer und besser. Aber damit war es nicht getan, denn sie hatten auch eine AD&D-Lizenz bekommen. Also für das AD&D Advanced Dungeons and Dragons Pen-and-Paper-Rollenspiel-System und da sind sie auch scheinbar da gerade am entwickeln gewesen für Descent to Undermountain, also ein Spiel im AD&D-Universum. Die Ruinen im Unterberg oder The Ruins of Undermountain sind den Rollenspielern sicher ein Begriff. Wirklich toll sah es noch nicht aus und ich habe davon auch ehrlich gesagt nichts mehr in Erinnerung, ob da jemals was kam. Dann zu Besuch bei Blizzard und da war natürlich groß angekündigt Warcraft 2. Man sieht hier dicke Screenshots sowohl aus dem Intro als auch vom Spiel. Auch das habe ich extrem viel und gerne gespielt, obwohl ich überhaupt kein Stratege war, aber das hat mich ziemlich beeindruckt und vor allem das Intro, ne? Also Blizzard damals mit ihren Intro-Sequenzen, das war wow, das war einfach nur wow. Aber natürlich Interview und auch ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Also diese Interviewteile waren schon immer ganz cool und witzig wieder hier dieses Foto in der Mitte mit dem Sounddesigner, der mit dem Soundstudio, also alles, was in-house eben entsteht. Und ganz ehrlich, das sieht für mich überhaupt nicht nach Soundstudio aus, sondern das sieht halt, da ist heute jeder Gaming Room besser ausgestattet oder krasser ausgestattet. Also es war schon. Also es gab schon große Spielefirmen, es gab große Studios, aber trotzdem war es irgendwie gefühlt, wenn man die Fotos anschaut, immer noch Pionierzeit. Und das ist einfach, glaube ich, das, woran wir uns alle so wahnsinnig gerne zurückerinnern. Diese Goldgräber-Pionierzeit. Und dann wird's richtig krass. Schaut mal hier
eine Preview auf Wing Commander 4: The Price of Freedom. Ach du Kacke, Wing Commander 4 kommt. Ich glaube, da waren wir alle ziemlich gehypt, oder? Also ich zumindest. Also Wing Commander 4 und dann diese Screenshots zu sehen. Wow! Weltraum-Action vom Feinsten und natürlich aber auch wieder Filmsequenzen vom Feinsten. Meine Güte! Teil 3 war ja schon klasse. Vielleicht spielerisch nicht so ganz, aber inhaltlich von der Story war Teil 3 einfach für mich eine Offenbarung. Und dann hier in Erwartung zu Teil 4, ganz ehrlich, Wing Commander 4, darauf freue ich mich. Ich freue mich auf den Testbericht und ich freue mich auch wahnsinnig drauf, es mit euch nochmal zu spielen. Also ein riesen Vorschauartikel über 3 Seiten und eine Menge Screenshots. Und das war es ja, was wir damals so toll fanden an den Heften. Ich habe diese Hefte ja immer wieder gelesen, wenn mir so ein Artikel gefallen hat, wenn ich da Spaß dran hatte, dann habe ich diese Artikel immer wieder gelesen, immer wieder die Screenshots angeschaut. Es gab ja nichts anderes, ne? Nix mit, ich schaue mir irgendwelche Sachen im Internet an, auf YouTube irgendwelche Vorschauen. Nein! Heft nehmen und immer wieder durchblättern, immer wieder anschauen und immer wieder drauf freuen. Und ganz ehrlich, die Vorschauartikel in diesem Heft sind fast interessanter als der Rest. Guckt mal hier, womit es weitergeht, mit Quake. Wow, ID-Software haut wieder einen raus und lässt endlich mal ein bisschen was sehen von Quake, dem Shooter aus dem Hause der Entwickler von Doom. Und das konnte und durfte ja nur ein grafischer Meilenstein werden. Und natürlich auch, was den Gewaltgrad angeht, auf jeden Fall eine Schippe drauf. Und ja, Quake war schon extrem beeindruckend. Also damals die 3D-Grafik extrem beeindruckend. Und hier hat man eine ganz kleine Ahnung davon bekommen. Das sah natürlich in Bewegung viel besser aus. Smooth und diese Animationen, die Bewegung, das war schon klasse. Aber eben auch die Ankündigung, dass dieses Mal alles 3D sein würde. Also alle Figuren, alles echtes 3D. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Auf dem Cover war es groß angekündigt mit seinem Titelbild. Hier ist der Vorschauartikel zu Destruction Derby. Warum sie gerade Destruction Derby auf den Titel gesetzt haben und nicht Wing Commander 4 oder Quake, kann ich gar nicht sagen. Vielleicht war es die Freude über diesen wirklich gelungenen PlayStation-Port, der auf den PC kam und eine Menge Spaß gemacht hat. Und Destruction Derby hat damals einfach wahnsinnig Spaß gemacht, zumindest mir. Es hatte keine richtig große Spieltiefe. Es war vielleicht auch auf der Langzeitmotivationsschiene nicht das Beste, aber mir hat es einfach wahnsinnig Spaß gemacht, diese Fahraction, diese Zerstörung an den Autos, die man sehen konnte, der Sprecher, all das war wirklich klasse, das war neu, das war aufregend. Und wir haben es ja nochmal gespielt. Es hat ein bisschen glitten über die Zeit, aber damals war es echt cool. Bullfrogs Grafik-Engine war für mich immer so ein bisschen eine Herausforderung, weil ich meistens nicht die Rechner hatte, die damit einwandfrei klarkamen. Und auch hier habe ich sofort wieder gesehen, das ist Bullfrogs Grafik-Engine natürlich weiterentwickelt. Und das Spiel, das dabei rauskam, das war wirklich grandios. Dungeon Keeper. Wer erinnert sich noch an Dungeon Keeper? Ein großer Spaß für Strategen und Nicht-Strategen. Meine Güte, man kann den Kerkermeister in einem Rollenspiel-Dungeon spielen und dabei Helden aufs Korn nehmen. Das war so eine klasse, im Grunde eine geniale Idee. Toll, dass sie drauf kamen. Das hat wirklich richtig viel Spaß gemacht und es war auch grafisch wirklich richtig klasse. Ich konnte es erst später spielen, als mein Rechner dafür in der Lage dann war, aber es ist ja auch noch ein bisschen hin bis zum endgültigen Testbericht. Hier war ja nur die Vorschau drin. Ich rühme mich ja immer, ein Adventure-Liebhaber zu sein und beim Spiel des Monats muss ich wirklich zugeben, mal wieder, dass ich es nicht gespielt habe. The Riddle of Master Lu ist das Spiel des Monats in dieser Ausgabe und ich habe es nicht gespielt. Es ist mir ein Begriff. Ich weiß, dass es das gab. Ich weiß auch, dass es echt gute Kritiken bekommen hat. Ich weiß auch, dass es grafisch wirklich toll aussah und in allen Belangen ein gelungenes Adventure gewesen sein muss, scheinbar. So haben es alle erzählt, aber ich habe es nicht gespielt. Es war halt einfach zu dem Zeitpunkt so, dass man sein Taschengeld oder sein erstes Ausbildungsgeld oder sein erstes Berufsgeld, ja, so ich glaube, so kommt es etwa hin, das musste man einfach sehr genau einteilen oder man hat andere Möglichkeiten gefunden, aber darüber reden wir natürlich hier nicht.
Na, jedenfalls bei mir waren's einfach die LucasArts Adventures und die haben eben den Platz in meinem Herzen eingenommen und dementsprechend konnte auch The Riddle of Master Lu damals bei mir nicht landen. Ich habe es aber auf dem Schirm. Ich überlege, ob ich es nicht doch mal noch in die Hand nehme und das nachhole, weil Retro Adventures, muss ich sagen, aus den 90ern sind echt noch gut spielbar. Und hier sieht man eben, guter Testbericht, wirklich herausragende 90% Spielspaßwertung und natürlich auch das Prädikat Spiel des Monats. Das sagt ja einiges aus über dieses Spiel. Vielleicht habt ihr es gespielt. Schreibt mir doch einfach was in die Kommentare, wie es war, ob sich's lohnt, das noch mal in die Hand zu nehmen. Also ich werde mir es auf jeden Fall noch anschauen und dann mal entscheiden, ob es vielleicht ein gemeinsamer Blick sein kann. Denn The Riddle of Master Lu ist mir zumindest vom Namen her, wie gesagt, extrem gut in Erinnerung geblieben. An Crusader No Remorse erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Das hat mich total abgeholt. Das habe ich wahnsinnig gern gespielt und auch wahnsinnig lang gespielt. Ich weiß nicht, ob es in der breiten Masse so bekannt ist, aber ich finde, Origin hat da richtig einen rausgehauen. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war geradlinig, es war kompromisslos, es war sehr actionreich. Die Grafik, die ISO-Grafik, die fand ich klasse. Sehr detailreich. Überhaupt muss ich sagen, isometrische Grafik in der Zeit war meiner Meinung nach der 3D-Grafik noch überlegen, weil man konnte einfach viel, viel mehr Details darstellen als in den doch recht unspektakulären 3D-Darstellungen, die da zu der Zeit möglich waren. Also ja, war wirklich einfach ein toller Titel, der mir extrem viel Spaß gemacht hat. Wurde aufgrund der doch sehr martialischen Handlung dann indiziert, sowohl die internationale als auch die deutsche Version. Ja, hat, glaube ich, keinem Spiel jemals in seiner Verbreitung wirklich geschadet. Im Gegenteil, es machte die Spiele meistens sogar eher interessanter, selbst wenn sie nicht gut waren. Aber das ist ein anderes Thema, das haben wir ja bei Doom schon zur Genüge diskutiert. Ja, Crusader No Remorse, an das habe ich gute Erinnerungen, habe ich auch vor kurzem noch mal gespielt, macht immer noch Spaß, wäre vielleicht ein Blick wert. Der Testbericht von Albion ist mir tatsächlich beim Durchblättern nur deshalb aufgefallen, weil es ein Nachfolger von Amber Star und Amber Moon ist. Und Amber Star und vor allem Amber Moon habe ich bei meinem Kumpel auf dem Amiga 500 gespielt. Immer und immer wieder, Stunde um Stunde. Das fanden wir richtig klasse. Jetzt hier Albion auf dem PC, das habe ich nie in der Hand gehabt. Kann ich nicht sagen, liest sich jetzt vom Testbericht auch nicht so, dass man etwas verpasst hätte. Also das, was ich hier so lese, ist, dass es nicht mehr ganz State of the Art ist. Es ist inhaltlich ein tolles Rollenspiel, macht wirklich sehr viel her, aber ist einfach optisch nicht der Burner, den man sich zu der Zeit erwartet. Vielleicht hatten die Tester einfach da jetzt halt auch schon andere Dinge im Sinn, wenn man jetzt da an Stonekeep denkt oder an demnächst das kommende Lands of Lore. Ja, ich glaube, da war das Albion einfach nicht mehr zeitgemäß genug. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht, ich habe es nicht gespielt, ich habe es nicht getestet. Ich habe eben nur Amber Star und Amber Moon mit Wonne auf dem Amiga 500 beim Kumpel gezockt. Mann, und gerade wenn ich diese alten Ausgaben durchblättere, merke ich doch, wie viele Spiele mir doch durch die Lappen gegangen sind. Und man konnte ja nicht alles spielen. Hier wieder ein Adventure, was ich nicht in der Hand hatte. Chewie Escape from F5. Ich bin gar nicht sicher, ob ich damals sogar eine Demo von dem in der Hand hatte, aber das weiß ich nicht mehr mit Bestimmtheit. Hier, Blue Byte hat einen Angriff gewagt auf die Adventure-Front, auf LucasArts und wenn man sich die Grafik so anschaut, dann erinnert es doch sehr an Sam Max. Es hatte eine ganz ähnliche Grafik oder auch Day of the Tentacle. Ja, also war Zeichentrick-Grafik, war witzig animiert offensichtlich. Ich kann es aber hier auch nur aufgrund des Testberichts erzählen. Ich habe es selber nie gesehen, nie gespielt und ehrlich gesagt, wenn ich mal die Demo in der Hand hatte, dann habe ich es wohl offensichtlich verdrängt. Aber es sieht wirklich witzig aus, wobei ich natürlich sagen muss, Comic-Grafik und auch Comic-Humor hat ja immer so seine Vor- und auch Nachteile. Es holt nicht jeden ab. Es kann auch durchaus sein, dass ich die Demo gespielt habe. Ich gehe mal davon aus, es gab eine Demo und dann festgestellt habe, es ist eben nicht meins, sondern ja, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Es ist 30 Jahre her, ein bisschen länger sogar. Also seht's mir nach. Chewie Escape from F5, keine Ahnung.
Auch Alien Odyssey habe ich niemals in der Hand gehabt. Das habe ich damals noch gesehen. Ich habe gesehen, die Macher von Creature Shock bringen noch ein Spiel raus. Creature Shock hat mir ja damals wahnsinnig gut gefallen, aber zu dem Zeitpunkt war ich über die interaktiven CD-ROM-Titel tatsächlich schon weitestgehend raus. Rebel Assault 2 war da die Ausnahme, das hat mich noch extrem gehypt, weil es einfach halt auch diese genialen Videosequenzen hatte. Aber ansonsten waren diese Sachen für mich einfach dann nicht mehr interessant. Und man sieht es ja auch, ne, wenn man die Screenshots anschaut, also gerade dieser Hauptcharakter sieht schon sehr nach Creature Shock aus. Ja, kann gut gewesen sein, aber ich glaube eher nicht so arg und ich glaube, ich hätte es zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr spielen wollen, selbst wenn ich es mir vorgenommen hätte. Und ich glaube auch nicht, dass es den Blick zurück jetzt wirklich lohnt. EA haut seit langer Zeit jährlich seine Reihen auf den Markt und auch hier gab es den Ableger von NHL Hockey, diesmal in der Version 96 und ja, es ist ja immer das gleiche Schema. Es kommt grafisch eine Schippe drauf, es kommt spielerisch eine Schippe drauf und es kommt inhaltlich eine Schippe drauf und es ist ja auch okay, wenn man an diesen Reihen Spaß hat, wenn man an den Sportarten Spaß hat, dann ist man natürlich immer glücklich um eine gelungene Umsetzung. Ich muss gestehen, Hockey, hm, ne, meins leider nicht so. Nichtsdestotrotz fand ich's zu der Zeit immer wieder interessant, auch mal andere Spiele anzuschauen, andere Genres anzuschauen und natürlich auch vor allem Demos zu spielen. Wenn's Demos gab, dann war ich da immer voll mit dabei. Es war ja auch so, dass man einfach die grafischen Fortschritte einfach extrem spannend fand. Insofern konnte man auch mal mit 'nem Spiel, das nicht so in das eigene Schema gepasst hat, echt Spaß haben oder sich beeindrucken lassen. Wir schauen auch wieder auf die Spielecharts von Karstadt und Joysoft. Ich schaue auf die CD-ROM-Charts und blende euch die anderen einfach ein. Wir haben neu dabei Star Wars exklusiv von LucasArts. Was auch immer das ist, das muss ich tatsächlich mal recherchieren. Sehe ich jetzt zum ersten Mal. Und das als Star Wars-Fan? Ich bin erschüttert. Dann haben wir Myst, Deutsch, Wing Commander 3 noch dabei, Command Conquer neu dabei auf Platz 4. Simon the Sorcerer 2 neu dabei, Star Trek Next Generation, US Navy Fighters neu dabei, Aces Collection noch dabei, Apache Longbow neu dabei und Flight Unlimited abgerutscht von Platz 2. Und die Joysoft Charts CD-ROM lese ich vor, die anderen blende ich ein. Neu dabei Command Conquer, Star Trek Next Generation neu dabei, Vollgas neu dabei, NBA Live neu dabei, Phantasmagoria Ascendancy neu dabei, Battle Isle 3 neu dabei, Need for Speed neu dabei, Apache Longbow, sorry, und Space Quest 6 neu dabei. Also bei Joysoft eine Menge Neuzugänge. Da war richtig was los auf dem Markt und es gab eine Menge zu spielen. Wir schauen auch wieder in die Leserbrief-Section unseres geliebten Rainer Rossi Rossiert. Ihr kennt das Spiel, wer es nicht will, einfach weiterklicken auf ein anderes Kapitel. Aber ich muss wieder einen rausnehmen. Ich habe diesmal einen ausgesucht, der nennt sich Dr. Rossiert Red. Es schreibt ihm nämlich eine weibliche Leserin. Hey, Guy. Guy, mein erstes großes Problem, welches ich im wahrsten Sinne des Wortes hoffentlich jetzt an den Mann bringe, ist mein computersüchtiger Freund. Ich, ein 17-jähriges Mädchen aus Wien, bin eigentlich kein PC-Games-Leser. Müsste eigentlich Leserin sein, ne? Jedoch ist es leider nicht zu verhindern, dass mein Freund statt mit mir immer mit einer Computerzeitschrift herumlungert. Ich habe beschlossen, meinen Freund zu überraschen, indem er vielleicht in einer der nächsten Ausgaben einen Brief von mir entdeckt und tot, hoffentlich nicht wirklich, umfällt. Das alles wäre ja noch erträglich, wenn er es nicht vorziehen würde, statt mit Freunden auszugehen, lieber zu Hause vor dem Pentium herumzuhocken, was vielleicht für mich auf die Dauer etwas eintönig wird. Außerdem verlieren wir dadurch so nach und nach unsere ganzen Freunde. Meine Frage nun, die du, glaube ich, nicht beantworten kannst, sind alle Computerfans wie mein Freund? Ich finde, dass man die Liebe zu Computern auch übertreiben kann und zudem ist dieses Hobby ja auch nicht gerade eines der billigsten. Tschüss, Katharine. Also letzter Satz, billig, da hat sie auf jeden Fall schon mal recht. Ja, Rainer Rossiert ist ja wirklich immer, immer schlagfertig und nie um eine Antwort verlegen und er hat Folgendes geschrieben. Man könnte ja nun den abgedroschenen Witz bringen, dass man zur Beurteilung der Lage erst einmal ein Bild von dir und eines des Computers sehen müsste. Aber das erscheint mir zu billig.
Du hast eine ernsthafte Antwort verdient. Dennoch habe ich Schwierigkeiten, die Situation zu beurteilen. Meine Antwort kann darum nur oberflächlich sein. Wenn sich der Typ so hinter dem Computer vergräbt, könnte man auf die Meinung verfallen, dass etwas in eurer Beziehung nicht stimmt. Der Rechner ist nur eine willkommene Abwechslung. Sonst fällt mir wirklich kein Grund ein, was an einem pseudo-intelligenten, langweiligen und halbwegs hässlichen Plastikkasten, der sich nicht einmal gut anfühlt, faszinierender als eine Frau sein sollte. Ich würde dir darum raten, erst einmal nach den Ursachen zu suchen, als über die Auswirkungen zu schimpfen und zudem zu berücksichtigen, dass ich keine psychologische Ausbildung habe. Die Vermutung, alle Computerfans wären diesbezüglich so wie dein Freund, kann ich aber klar verneinen. Sie sind es nicht, zumindest nicht immer. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich dir nun dabei helfe, wenn ich dir jetzt ein Computerspiel schicke, aber wenn du es geschickt anstellst. Es ist einfach herrlich, wie Rainer Rosset immer wieder das richtige Wort gefunden hat. Lieber Rainer, wenn du das hier siehst, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich glaube, da bin ich nicht allein. Alle, die meine Videos anschauen, sind da einer Meinung mit mir. Das war eine tolle Leserbriefzeit. Vielen Dank dafür. Alte Hardware ist ja immer wieder witzig anzusehen. Und schaut mal hier, der PC Games PC. Also sie haben empfohlen, was für Systeme man sich zusammenstellen könnte für entweder um die 2000 D-Mark oder um die 3000 D-Mark, dementsprechend einen 486 mit 80 Megahertz oder einen Pentium mit 75 Megahertz. Okay, ja, gäbe jetzt auch schon den 100er, oder? Also, naja, aber es ging ja darum, dass es einfach bezahlbar bleibt und auch sinnvoll ist mit Preis-Leistung. Insofern, ja, witzig. Und guckt euch diese Werte an. Hier 486, 80 CPU mit aktiver Kühlung, 8 MB RAM, VLB-Motherboard mit 256 Kilobyte Cache, eine 1 MB SVGA-Grafikkarte, eine NEC-Festplatte mit 730 MB, Creative Lab Soundblaster, Double Speed CD-ROM, ach du meine Güte, 14 Zoll. Und dann hier der Pentium, der hat dann schon einen 15 Zoll SVGA-Monitor, strahlungsarm natürlich, ja, weil man wollte sich ja bei der LAN-Party, wo man sich gegenüber sitzt, auch nicht das Gehirn wegbrutzeln. Strahlungsarm. Ja, so war es halt, mein Gott, lacht nicht. Und hier schon ein Quad-Speed-CD-ROM, also toll. Also diese Werte für diese PC-Games-Empfehlungs-PCs sind schon wirklich einfach einmalig klasse. Zum Thema Kurioses aus vergangenen Hardware-Zeiten. Wieso kurios? Nee, gar nicht, war gar nicht kurios. Aber guckt mal hier, Gewinnspiel, was kann man gewinnen? Sony Minidisc Player. Und Minidisc ist ja ein Format, was eigentlich ziemlich fortschrittlich war, eigentlich ziemlich cool, aber sich halt eigentlich so überhaupt nicht durchgesetzt hat und mittlerweile halt eigentlich auch ziemlich vergessen ist. Zumindest auf dem Formatemarkt und auf dem Musikmarkt. Aber ich glaube, wir 90er Jahre Zocker, Kinder können uns noch gut an die Minidisc erinnern. Ich fand es eigentlich immer ganz cool. Aber zu der Zeit, als hier dieses Gewinnspiel war, war es für mich noch nicht so wirklich relevant, weil ich es mir einfach überhaupt nicht hätte leisten können. Denn Sony war noch nie so wirklich günstig, oder? Wir schauen in die Coming-Up-Section. Womit geht's beim nächsten Mal weiter? Mit Warcraft 2, wahrscheinlich Wing Commander 4, wahrscheinlich Destruction Derby, ach du meine Güte, Z. Und dann gibt's eine ganze Reihe von Spielen, die in die nächste Ausgabe kommen könnten. Und schaut euch diese Liste an. Rebel Assault 2, Caribbean Disaster, Fatal Racing, Glyphos, Stonekeep, The Dick, Formula One Grand Prix 2, 11th Hour, Space Marines und Pole Position. Was ist denn da los? Ich sag's doch, ein Wahnsinn an Spielen zu dieser Zeit auf dem Markt. Da ist sie schon, die Ausgabe 1 1996. Und was ist das für ein dicker Wälzer? Fast 230 Seiten schwer ist dieses Heft. Und auf dem Cover natürlich Rebel Assault 2. Der Test ist endlich da. Ich habe dieses Spiel geliebt und ich finde es heute immer noch ganz klasse. Aber eben nicht nur das. Das Ding ist echt voll mit guten, genialen Testberichten. Also da ist richtig was geboten. Ich habe es einmal gesagt und ich sage es immer wieder. Mitte der 90er für die PC-Spieler einfach eine herrliche Zeit. Es würde mich freuen, wenn ihr bei diesem Heft wieder mit dabei seid, wenn wir gemeinsam reingucken. Und bis dahin habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht bei diesem Heft auf diesem Kanal wieder.